Dies ist ein Film über diejenigen, die die Fernsehreihe Handwerkskunst herstellen. Die für Licht, Bild und Ton verantwortlich sind. Immer so ein Holz raus. Achso, Jäger, stimmt. So sieht das aus. Ein Making-of über alle Stationen der Produktion. Aber quasi genau im Timing. Den Schnitt und alle anderen Handgriffe, die nötig sind, um eine Handwerkskunst zu realisieren. Wir begleiten ein Team, das bei einem Besenmacher dreht. Ja, und gefühlt bräuchten wir jetzt dann was Totaleres noch. Verschiedene Arten von Besen und wir sehen wahrscheinlich am Ende auch verschiedene Versionen. Alles klar. Was hast du eigentlich schon Themen für die? Jeder Handwerkskunstbeitrag nimmt hier seinen Anfang, bei der Präsentation der Idee in der Redaktion. Wir waren gestern im Pfälzerwald beim Harald Klein. Der ist Besen- und Bürstenmacher. Autor Manuel Hollenweger muss Dorothee Eisinger und Rolf Hüffer von seiner Idee überzeugen. Sehr viele, sehr alte Maschinen. Und er ist ein Typ. Und ich glaube, da könnte man gut was rausholen. Ich sag mal, ich habe das mal gesehen, wie Besen gemacht werden. Bist du sicher, dass das 30 Minuten trägt? Das ist doch in 10 Minuten passiert, oder? Also es sind mehr Stationen, als man denkt. Er fängt mit dem rohen Stamm an. Also er hat Buchenstamm auf seinem Hof, auf seinem schönen Hof liegen. Dann zerteilt er den mit der Kettensäge. Und dann geht er Schritt für Schritt. Also er geht von der Bohle bis zum fertigen Stück Holz. Also mein Bauchgefühl sagt, das trägt. Rolf, ich finde das super, weil das ist so ein Alltagsgegenstand ist, der aber doch sehr hochwertig gemacht wird. Also Ja, aber irgendwie ist das ja auch ein bisschen aus der Zeit gefallen, oder? Nein, offensichtlich gibt es den Bedarf. Ja, also verschiedene. Er hat irgendwie an die Straßenmeisterei oder so verkauft oder an irgendwie Gewerbe, aber auch an Privatpersonen. Ja, es gibt Saalbesen und Straßenbesen und unterschiedliche Borsten, die dann irgendwie, die einen nehmen Staub besser auf, die anderen groben Schmutz und so. Also man kann gut mit ihm reden. Hast du Bilder gemacht? Ja. Lass mal sehen. Aber du würdest schon jetzt einen zeigen, den er von Hand herstellt. Genau, und das entspricht auch der Realität. Er verkauft diese von Hand gemachten. Ja. Wenn er tatsächlich davon lebt und wenn das nicht nur so ein Museumsjob ist, den er da macht, dann, wenn du sagst, es trägt 30 Minuten, dann von mir aus Feuer frei. Ja, ich finde das super, weil es eben so ein ganz normaler Basic-Gegenstand ist. Mir gefällt es super gut. Manuel hat das Go für seinen Beitrag. Rolf Hüffer ist Sendeplatzleiter der Handwerkskunst und, haben Sie es gemerkt, auch der Sprecher. Dorothee Eisinger ist die Redaktionsleiterin. Hast du gesagt? Ich werde wieder schlauer werden von dieser Handwerkskunst. Es gibt natürlich Themen, die eignen sich besonders gut, weil einfach viel zu sehen ist. Was immer gut läuft und was für uns immer toll ist, sind Sachen zum Beispiel mit Holz. Und was auch wichtig ist, es sollte kein Museumshandwerk sein. Also wir machen nicht die Letzten ihrer Zunft, sondern wir machen Handwerk im 21. Jahrhundert. Und da dürfen auch Maschinen dabei sein und da dürfen auch gewisse Automatismen drin vorkommen. Also ich sag mal, wir sträuben uns nicht, wenn einer eine CNC-Fräse einsetzt. So ist Handwerk heute, ne? Und das wollen wir eigentlich zeigen. Ganz wichtig ist für uns die Ausstrahlung online. Also wir sind in der ARD-Mediathek natürlich vertreten, aber wir sind auch auf YouTube. Und auf YouTube sind wir einfach mega, mega erfolgreich. Ramberg in der Pfalz. Hier ist der Besenmacher zu Hause. Der erste Drehtag beginnt mit Vorbereitungen. Das Team bringt die Ausrüstung an Ort und Stelle. Die Kamera hat einen Vollformatsensor. Je größer der Sensor der Kamera, desto mehr Licht und Details kann sie erfassen. Eine ganze Menge Objektive hat Kameramann Ole Flasser für den Dreh ausgewählt. Naja, zunächst mal, sie ist kleiner als andere Kameras. Man kennt ja die ganz großen, die Kameraleute immer auf der Schulter haben. Mit der könnte man jetzt hier nicht so drehen, wie man eigentlich bei einer Handwerkskunst drehen will. Man will ja nah rankommen, auch viel sehen. Ich kann bei der hier die Objektive wechseln, also ich habe Festbrennweiten dabei, ich habe hier so eine Art Standardobjektiv.
dran und kann halt dadurch auch mal richtig nah dran mit dem Makroobjektiv, wenn die Sägespäne wahrscheinlich dann später fliegen. Vor den Dreharbeiten wird die Farbtemperatur bestimmt. Mit dem sogenannten Weißabgleich stellt Ole die Kamera so ein, dass sie die Farben in den Aufnahmen so darstellt, wie man sie auch mit dem Auge wahrnimmt. Die Bilder werden auf einer Speicherkarte aufgezeichnet. Der Besenmacher Harald Klein wird verkabelt mit einem Ansteckmikro, das den Ton per Funk zum Mischpult schickt. Tonmann Sören Peter verstaut den Sender des Mikros in einer Hosentasche des Protagonisten. Genau, dann ist es wahrscheinlich der. Dann stellt er weitere Mikrofone auf. Sie sollen die Geräusche im Raum übertragen. Da ist noch ein bisschen gut. Da die Handwerkskunst in Stereo ausgestrahlt wird, habe ich jetzt neben dem Ansteckmikro noch 2 weitere Richtmikrofone aufgestellt, ein linkes und ein rechtes, und im Schnitt wird es dann zu einer Stereosumme zusammengemischt. Doch damit sind die Vorbereitungen noch nicht beendet. Jetzt sorgt das Kamerateam für das richtige Licht. So, dann machen wir ein bisschen mehr nach links von dir aus. Drehen Sie sich, das ist auch gleich wichtig, dass Sie sich mit dem Oberkörper ein bisschen mehr zu mir eindrehen. Also ich werde hier stehen. Ja, okay. Genau, weil dass ich so ein bisschen mehr von vorne Stimmt, ja. Ja. Den Gehörschutz müssen Sie erst. Der muss nochmal runter, genau. Den müssen Sie erst unten lassen, dann dranlegen, dann drauf und dann loslegen. Ja, wirklich, ja. Dann geht es los. Autor Manuel kann in einem Monitor die Bilder sehen, die der Kameramann dreht. Von jedem Arbeitsschritt filmt er mehrere sogenannte Einstellungen, verschiedene Perspektiven und Bildausschnitte. Man unterscheidet unter anderem totalen, halbtotalen und Naheinstellungen. Die Bilder, die Ole gerade dreht, sehen später im fertigen Film so aus. Das ist zum Beispiel eine Nahaufnahme. Man sagt immer totale, halbtotale Close-Up. Das ist so die Basics, die man machen muss als Kameramann. Aber bei sowas brauche ich ja wesentlich mehr. Ich brauche auch mal sogenannte Halbtotalen. Ich muss mit einem Makro richtig groß dran gehen, dass der Zuschauer halt ja eigentlich fast mit dabei ist, aber halt auf einem anderen Niveau von den Bildern. Und ich denke mal, also Einstellungsgrößen bestimmt 10, 12 verschiedene. Für die verschiedenen Einstellungsgrößen braucht er mehrere Objektive. Sie haben unterschiedliche Brennweiten. Die Brennweite gibt den Abstand zwischen Linse und Brennpunkt in der Kamera an. Sie wird in Millimetern gemessen. Damit wird der Bildausschnitt eingegrenzt. Gerade dreht Ole eine weitere Naheinstellung, die im Film so aussieht. Für die Aufnahmen muss der Besenmacher einige seiner Arbeitsschritte wiederholen. Okay, dann kurz warten. So lange, bis Autor Manuel zufrieden ist. Er ist von Anfang bis Ende der Produktion dabei. Ich gucke mir im Grunde an, was der Ole da so fabriziert an Bildern, was er rausholt. Und also zum einen schreibe ich mir eigentlich alles mit, dass ich jedes Bild schon mal gesehen habe, dass ich nach einem Schnitt es einfacher habe und weiß, okay, da kommt das, da kommt das. Zum anderen schaue ich aber auch, welche Bilder sind irgendwie besonders schön. Dann mache ich 5 Striche drunter, habe dann so ein Blatt, das kein Mensch außer mir mehr lesen kann. Aber ich habe eine Struktur, auch wenn es nicht so aussieht, und weiß dann im Schnitt, wo ich was finde. Also es ist eigentlich eine Orientierung am Ende. Für die nächste Einstellung bauen Ole und Sören einen sogenannten Jib-Arm auf ein Stativ. Ein Jib-Arm ist ein kleiner Kamerakran, der Höhenveränderungen der Kamera möglich macht. Okay, mach die Sprungbremse rein. Passt schon? Ja, alles klar. Am hinteren Ende des Auslegers werden Kontergewichte aufgesetzt, um ihn auszubalancieren. Denn ans vordere Ende kommt gleich die 6 Kilogramm schwere Kamera. Dann kannst du gleich gegenhalten. Mit dem kann man kleine Kranfahrten machen. Also von unten nach oben, links, rechts.
halt schöne, gleichmäßige Bewegung. Ja, mal gucken, was wir da jetzt so hinbekommen. Die Kamera ist auf dem Ausleger montiert. Das Objektiv wird mit einem Pinsel des Besenmachers gesäubert. Dann drehen sie mehrere Male die Kranfahrt. Das ist nicht einfach, denn der Arbeitsschritt des Besenmachers soll mit einer einzigen Einstellung dargestellt werden. Da kommt es auf das richtige Timing an. Es entstehen 5 verschiedene Versionen. In den Film schafft es diese. Der Kameramann hat genau den Moment erwischt, an dem die Hölzer aus der Maschine kommen. Die Handwerkskunst will den Herstellungsprozess transparent machen, Schritt für Schritt. Ich muss immer auf den nächsten Arbeitsschritt hinführen. Ich habe eine Chronologie, die der Arbeitsgang vorgibt. Das heißt, ich kann mir keinen Rhythmus irgendwie selber ausdenken, sondern die Arbeitsschritte sind der Rhythmus und darauf muss ich halt eingehen. Am Drehort wird umgebaut. Die Arbeiten gehen in einem anderen Raum des Besenmachers weiter. Hier wird von neuem Licht gesetzt. Ja, mit Licht bauen wir halt, also kann man auch sehr gut eine Atmosphäre bauen. Deswegen haben wir ja verschiedene Leuchten, man sieht das ja, so große, kleine. Aber am liebsten arbeiten wir jetzt gerade bei der Handwerkskunst mit den kleineren Leuchten, damit wir die Grundstimmung, die Grundatmosphäre nicht zerstören. Auch hier benutzt Kameramann Ole Spezialequipment, einen sogenannten Slider. Das ist ein Schienensystem, mit dem man kleine Kamerafahrten machen kann. In der horizontalen, also von links nach rechts oder umgekehrt. Anders als der Kran kann der Slider in der Höhe nicht variiert werden. Gib mal noch ein bisschen weniger, ganz wenig weniger. Ole benutzt das Schienensystem nicht aus Lust und Laune, sondern weil er damit eine ganz bestimmte Aussage transportieren möchte. Hier war mein Plan jetzt, man sieht es vielleicht schon so ein bisschen mit dem Licht, dass ich einen Übergang schaffe von einer Arbeitssituation in die nächste. Das heißt, ich slide mit der Kamera so ganz leicht rein und das Bild öffnet sich in den Raum, wie der Herr Klein da steht und arbeitet. Auch hier wird er mehrere Versuche brauchen, bis er zufrieden ist. Gut, alle bereit? Diese Version der Querfahrt hat es schließlich in den Film geschafft. Gedreht mit einem Objektiv mit variabler Brennweite. Also bei dem Objektiv, das ist eine, man sagt 24-105, also ich habe von 24 mm auf 105 mm Brennweite variieren. Das heißt, je höher die Zahl, desto teliger, ne? Also man kann dann weiter in die Ferne mitgucken und je kleiner die Zahl, desto weitwinkliger. Bei den Festbrennweiten, deswegen rufe ich beim Sören auch immer nur so Zahlen zu, zum Beispiel hier steht 35 drauf, das heißt, die hat nur 35 mm. Da kann ich nichts variieren. Und das ermöglicht, dass ich klarere, schönere Bilder hinbekomme. Das Bild ist einfach sauberer im Prinzip und ja, schöner. Damit's schöner wird, muss das Drehteam miteinander harmonieren. Jeder hat seine Aufgaben. Doch ein bisschen enger. Nee, ne? Das ist doch eigentlich gut, ne? Autor Manuel muss unter anderem darauf achten, dass sie beim Drehen keinen wesentlichen Schritt im Produktionsprozess vergessen. Der Schraubschlüssel noch? Achso, wenn die gerade stehen, ja. Da hatten sie gezeigt, wie sie da rangehen. Im Monitor sieht er einen sogenannten Timecode, den die Kamera produziert. Es ist in diesem Fall die aktuelle Uhrzeit. Die notiert er, um später die Einstellungen wiederzufinden. Also ich schaue halt immer, wenn ich irgendwie zum einen eine besondere Einstellung will vom Ole, gucke ich, was er quasi macht, um es mir zu notieren, weil er macht ja meistens auch mehrere Versionen und dann weiß ich gleich, welche Version die richtige für mich im Schnitt ist. Und zum anderen gucke ich natürlich immer so drauf, okay,
Ich habe ja dann auch irgendwie so grob im Kopf, welches Bild ich hier vielleicht im Schnitt noch brauche und ob ich quasi das habe, worauf ich hinaus will. Ole wählt unterschiedliche Betrachtungswinkel auf ein Objekt. Hier die Bohrmaschine des Besenmachers. Die Kameraperspektive wechselt. Die Zuschauer können dadurch die Handlung besser nachvollziehen. Kriegst du das hin, dass wir eine Schärfenverlagerung haben, quasi, dass man erst den Dorn sieht, wie der hier reingeht und dann quasi auf den Bohrer, weißt du, dass man so den Mechanismus nachvollzieht. Einmal der Dorn geht rein und dann die Schärfe vorne auf dem Bohrer. Geht das? Jetzt willst du es wissen. Oder hast du es schon? Nein. Der Kameramann versucht, die Idee des Autors umzusetzen, mit diesem Ergebnis. Also um es mal so ins Verhältnis zu setzen, wir haben um 11:01 Uhr angefangen und haben jetzt irgendwie 14:08 Uhr. Das heißt, wir sind 3 Stunden stehen wir jetzt schon an dieser Maschine. Und aus diesen 3 Stunden werden am Ende vielleicht, wenn es hochkommt, 2 bis 3 Minuten rausspringen. Also das zeigt so ein bisschen, wie aufwendig sowas ist, wie kleinteilig diese Arbeit ist, diese einzelnen Szenen Schritt für Schritt abzubilden und auch schön abzubilden, mit Licht und allem. Und da ist man schon ein paar Stunden für ein paar Minuten Material am Ende dran. Eine weitere Szene soll in einem anderen Raum gedreht werden. Hier ist auch eine geile Stimmung, ne? Ich habe so eine Idee von der VB und zwar hat er hier diese Schnur, Licht an, Licht aus, so als Stilmittel im Film. Weißt du? Wenn er hier dran zieht, ist jetzt kein schönes Licht, aber ich finde diesen Effekt geil, weißt du? Er zieht hier an diesem alten Lichtschalter sozusagen. Und dann können wir hell, dunkel, können wir so ein bisschen Zeitsprünge damit machen. Ist nur die Frage, ob wir das quasi getrennt machen, dass man nur sieht, er zieht an dem Faden, das Licht geht an, oder vielleicht nochmal totaler und man sieht, wie er sich dann ransetzt. Also erneuten Einstieg könnte man nur groß machen. Wenn er fertig ist, steht er auf, macht aus und geht weg und dann kann man als Einstieg wieder groß anmachen. Er kommt rein, ja. Oder Licht geht an. Einfach nur groß Licht geht an und er ist halt da. Ja. Die Idee wird in verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen, damit eine Filmsequenz mit einem Handlungsablauf dargestellt wird. Die Umsetzung sieht am Set so aus. Und im fertigen Film so. Der 6. und letzte Drehtag beginnt in der Besenbinderei in Ramberg. Die letzten Handgriffe und Arbeitsschritte bei der Herstellung des Straßenbesens stehen auf dem Programm. Ich meine, dass die griffbereit da sind. Oder Herr Klein, wie machen Sie es? Haben Sie ein Paket oder sind das schon die Sie brauchen? Ich habe da hinten so ein Päckchen, wo wir ja ausgerichtet. So, und bitte. Der Handwerker zieht mit einem Draht die Borsten in das Holz ein. Ja, hat man gut gesehen, oder? Ja, und jetzt würde ich so ein bisschen seitlich machen, am besten, dass wir es jetzt so stellen, dann sehe ich auf der einen Seite, wie es reingeht und auf der anderen Seite ganz raus. Genau, dann nochmal den Draht durchziehen und dann... Das ist ja so ein Detail, das muss ich ja ganz groß zeigen, deswegen frage ich vorher nochmal ganz genau, was jetzt passiert, dass ich auch wirklich groß drauf gehen kann und damit dem Zuschauer im Prinzip besser zeigen kann, was eigentlich das Handwerk ist, was er eigentlich macht. Besenmacher Harald Klein hat über mehrere Tage die Arbeit des Filmteams kennengelernt. Wenn man das Fernsehen normal kennt, dann sagt man, ja, die haben einen schönen Job, einen ruhiger. Aber man sieht doch, die einen arbeiten mit der Arm und die anderen mit dem Kopf. Nicht? Es gibt aber auch Leute, die arbeiten mit beiden. Die Naturborsten werden von Hand ins Holz eingezogen. Und dann ist er fertig, der Besen. Drehende.
Wir haben es. Einige Tage später. Ja, komm, das nehmen wir. Zum wieder reinkommen, oder? Genau. In einem Schnittraum des SWR begutachten Autor Manuel und Cutterin Katja Hofmann das Rohmaterial. Es sind insgesamt über 8 Stunden. Sie schauen auf die verschiedenen Kranfahrtversionen an der Kreissäge des Besenmachers. Ja, stimmt, er hatte manchmal Probleme, dass er gesagt hat, das hakt so. Und, Ja. Also es gibt eine, die ist besonders schön, eine oder zwei, wo er diese Fahrten richtig gut mitmacht. Und, Nicht bei allen Fahrten ist das Timing perfekt. Mal ist der Kameramann zu langsam, mal zu schnell. kommt's rein und der Kleine nimmt es dann so. Dann läuft er nicht. Dann läuft er nicht los. Und es kommt nicht hinten raus. Ja, kommt jetzt noch eine? Wollen wir mal gucken? Dann haben sie die Version gefunden, die es in den Film schaffen wird. Doch, die ist, die ist gut. Ja, die ist super. Ja, die passt vom Timing perfekt. In der sogenannten Timeline liegen die Einstellungen, die die Cutterin bis jetzt in den Film eingebaut hat. Sie ist halt enorm wichtig für mich so als erste Zuschauerin, weil sie einschätzen kann, habe ich das verstanden oder nicht, ohne irgendwas davor zu wissen. Und deswegen kann ich mich auch bei der Handwerkskunst gar nicht so strikt an einen Plan von mir halten. Ja? Also ich muss flexibel bleiben, weil das Wichtigste ist, dass man es versteht. Cutterin Katja wirkt also auch als Korrektiv des Autors. Und das auch. Zweimal würde ich sagen. Sie hat schon viele Beiträge aus der Reihe Handwerkskunst bearbeitet und denkt an die Zuschauer. Nochmal mit was anderem starten. Hier ist es tatsächlich so, dass man am Ende das Gefühl haben muss, ich kann einen Besen bauen. Also natürlich kann man es nicht, aber man weiß, es beginnt da und hört da auf. Man hat jeden Schritt nachvollziehen können. Und das ist bei anderen Reportagen nicht unbedingt so notwendig. Aber bei der Handwerkskunst wird da wirklich sehr viel Wert drauf gelegt, dass der Zuschauer am Ende wirklich verstanden hat, wie wird irgendwas hergestellt. Nach 9 Tagen im Schnitt sitzt Manuel in seinem Büro vor dem fertig geschnittenen Film. Er schreibt den Text, der später im Tonstudio eingesprochen wird. Die Informationen dafür hat er im Vorfeld und während des Drehs gesammelt. Der Text kommt dann bei mir so als letztes drauf, ja, weil gerade bei der Handwerkskunst ist mir eigentlich mit dem Text wichtig, dass ich das halt nicht vollklatsch mit Text und deswegen muss ich erstmal den Film und die Bilder kennen, dass ich weiß, okay, genau dieses Bild, das möchte ich jetzt freistehen haben, dass man irgendein Geräusch hört. Hallo Herr Klein, Manuel Hohenweger hier vom SWR. Ich wollte mich noch mal melden, wenn ich am Text bin, zur Bahia-Faser. Wollte ich Sie noch mal fragen? Okay. Ob seine Formulierungen sachlich in Ordnung sind. Im Zweifel fragt er noch mal beim Protagonisten nach. Die Bearbeitung des Films ist damit noch nicht beendet. Jetzt steht die sogenannte Farbkorrektur an. Die Koloristin Iris Rosendorn nimmt sich den Film Einstellung für Einstellung vor. Kameramann Ole Flassar unterstützt sie dabei. Bei der Farbkorrektur spielen künstlerische Gesichtspunkte eine Rolle. Außerdem schafft sie eine einheitliche Farbstimmung über den gesamten Film. Wenn da nichts ausgeplatzt ist, kriege ich das immer ganz gut wieder bekommen. Ja, passt das mit dem Holz auch besser zusammen? Die Korrekturen sollen nicht als das Beheben von Fehlern begriffen werden, sie stellen einen normalen Arbeitsgang im Bereich der Filmproduktion dar. Ich mache das noch ein bisschen softer und drehe das noch ein bisschen über die Achse. Ich kann hier an diesem tollen Gerät die Farben, Helligkeit verändern und partiell mit meinen ganzen Tools auch einzelne Sachen hervorheben oder abdunkeln. Ein bisschen absoften und damit spielen, auch Sachen verfolgen, tracken und halt aus einem ganz normalen Bild ein tolles machen. Also mit den Trackballs und mit den Ringen kann ich einmal hier im Schwarz-, Gamma- und Weiß-Bereich jeweils die Helligkeit, das sind die Ringe, oder halt die Farben, das sind die sogenannten Trackballs, verändern. Jetzt machen wir ein bisschen Farbe.
Da kann man Warmtöne reduzieren, Richtung Blau, kühl gehen, das Ganze ein bisschen steiler machen. So. Man kann es halt vergleichen, man macht ein Foto und man möchte es so ein bisschen nachbearbeiten. Das ist eigentlich so das grundsätzliche Prinzip. Und dann kann man halt hier durch die Farbkorrektur eine schöne Stimmung noch reinbringen. Auch die Iris kann dann natürlich ihren eigenen künstlerischen Touch mit reinbringen und damit halt nochmal eine andere Atmosphäre schaffen oder die Atmosphäre verbessern, wie sie schon vor Ort war. Und damit gibt das Ganze am Ende halt einen runden Film. Im Tonstudio. Hallo. Freunde. Alles gut? Sollen wir mal drüber gehen eine Runde? Ja, du hattest noch ein paar Sachen da drin, wo ich nicht sicher war. Dieses mit der Lohe da am Anfang. Ja, pass auf. Müssen wir das machen oder kann man das auch umgehen? Ich fand die Info ganz interessant. Rolf Hüffer ist nicht nur der Sendeplatzleiter der Handwerkskunst, sondern er spricht auch alle Beiträge der Reihe. Wirklich so ist. Nee, ich wollte es dir quasi als Auswahl geben. Also ich fand das schöner, aber wenn du jetzt sagst, Aber für dich ist... das ist ja so eine typische Interjektion. Ich mache das im Grunde immer so, dass ich, wenn ich einen Film abnehme, den grundsätzlich ohne Text mir angucke und dann selber merke, wo sind die Stellen, wo ich welchen brauche. Die Autoren geben trotzdem immer noch ein bisschen mehr Text drauf, aber ich achte schon darauf, dass die nicht anfangen zu schwafeln, denn das will da an der Stelle auch keiner hören. Bevor die Sprachaufnahme startet, sind Vorbereitungen nötig. Der Tonpegel des Mikrofons muss auf den jeweiligen Sprecher eingestellt werden. Okay, dann spreche ich mal an. Die einfachsten Dinge sind oft genug die schönsten im Leben. Und sie entstehen aus gutem Rohstoff, mit dem richtigen Augenmaß und mit präzisen Handgriffen. Dafür nimmt Harald Klein Buchenholz aus den heimischen Wäldern der Umgebung. Manuel? Manchmal werden noch im Studio bestimmte Formulierungen geändert. Also der Hintergrund ist, ich hatte erst heimische Wälder stehen und die sind aber wirklich so die aus dem Umkreis. Dann habe ich gedacht, ob man es damit noch mal verdeutlicht. Aber Den Verschnitt kann er bei den besonders breiten Besen später nicht verwenden. Toningenieurin Carola Pongs wird nicht nur die Sprache aufnehmen, sondern alle Töne des Films ins richtige Verhältnis setzen. Genau. Darf also nicht mit der Faser gebohrt werden, sondern quer auf die Faser. Bei der Mischung ist dann wichtig für mich jetzt, dass ich darauf achte, dass man sowohl den O-Tongeber, also den Handwerker selber, genauso gut versteht wie den Rolf. Das heißt, ich versuche dann möglichst das ausgeglichen zu gestalten. Das ist manchmal ein bisschen schwierig. Also gerade wenn so Geräusche so prominent sind, also wie eine Säge oder ein Hammer klopfen, so Metallgeräusche, das ist dann manchmal relativ schwierig. Da muss man halt gucken, dass man dann ein gutes Verhältnis trifft. In der 300 Jahre alten Müllersstube bekommen die Straßenbesenrohlinge nun ihre Löcher. Die Sprachaufnahme startet. Aber die Bohrtiefe der Maschine sorgsam von Hand einstellen. Mindestens ein Jahr trocknet das Holz an der Luft. Erst dann ist die Restfeuchte gering genug. Das ist ein besonderes Format. Das ist auch, ich glaube, sogar unser einziges Format, in dem wirklich keine Musik drin vorkommt. Ja. Das ist erstmal, man muss sich mal darauf einlassen, auf diese Stille. Aber das ist halt gerade bei der Handwerkskunst besonders wichtig, dass man einfach in die Atmosphäre der Werkstatt so eintaucht und da wirklich beim Geschehen dabei ist. Und da sind die Geräusche natürlich wahnsinnig wichtig, weil sonst ist ja alles tot. Der letzte Arbeitsschritt bei der Herstellung eines Handwerkskunstbeitrages. Die sogenannte Endbearbeitung. Der farbkorrigierte und gemischte Film geht noch einmal zurück in den Schnitt. Dort werden Titel und Textinsatz eingefügt. Das macht Katharin Katja. Sie produziert 2 verschiedene Enden. Eins für die TV-Version und eins für den Handwerkskunstkanal auf YouTube. Den Besen kann ich auch jetzt verkaufen. Der ist sogar schon eingeschafft, aber er ist schon gut, ich muss jetzt. Ans Ende kommt der Abspann. Der Beleg für eine intensive Teamarbeit. So wird eine Handwerkskunst gemacht. Hat dir diese Handwerkskunst gefallen? Dann schreib uns deine Meinung zum Film in die Kommentare. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren.